Jedes Jahr findet in Phuket während der letzten September- und der ersten Oktobertage das Phuket Vegetarian Festival statt. Ein Spektakel, das sich niemand entgehen lassen sollte, der zu dieser Zeit auf der Insel der Glücklichen weilt. Unsere 3 Jungcoroneros von der letzten Essensverteilung an die Hungrigen haben diese Gelegenheit auch wahrgenommen. Das Fest beruht auf chinesischer Tradition. Die Sage erzählt, dass eine große Gruppe chinesischer Wanderkünstler Anfang des 19. Jahrhunderts an Malaria erkrankte. Kein Arzt und keine Medizin konnten ihnen helfen, bis die Erkrankten sich in weiße Gewänder kleideten, sich nur noch vegetarisch ernährten, Alkohol, Drogen und Sex entsagten und ihre Gedanken reinigten. Daraufhin gesundete die ganze Gruppe. Seitdem wird alljährlich diesem Ereignis gedacht. Viele glauben, dass in dieser Zeit 9 Götter in die Körper dafür bereitstehender Menschen fahren und diese als Vehikel nutzen, um unter den Menschen zu wandeln. Diese von Geistern oder Göttern besessenen Menschen nennt man Ma Song, Götterpferd. Sie verspüren keine Schmerzen, die Akteure fügen sich ohne Betäubung Verletzungen bei, durchbohren Lippen, Nasen, Wangen und andere Körperteile mit riesigen Nadeln, Bambusstäben und Messern und hängen oft noch schwere Gefäße dran. Andere schlitzen sich die Zunge mit scharfen Schwertern auf, laufen mit bloßen Füßen über glühende Kohlen und Felder von Feuerkräkern und erklimmen barfuß Leitern aus Schwertern. Und jedes Jahr verletzen sich einige von den Geistern Besessene schwer oder verlieren ihr Leben. Die Rettungskräfte haben in dieser Zeit Hochbetrieb. In diesen Tagen finden gewaltige Prozessionen statt. Tausende Menschen stehen weiß gekleidet an den Straßen, um den Zug der Besessenen zu verfolgen und sich von denen segnen zu lassen. Die Träger der Geister sind ein bizarrer Anblick mit ihren gewaltigen Piercings, ihrer prachtvollen Kleidung und ihrem seltsamen Verhalten. Jeder von ihnen ist von einer Schar von Helfern begleitet. Dazu wird traditionelle chinesische Musik gespielt. Hin und wieder hat einer von denen einen Soloauftritt, gibt Leuten aus dem Publikum Armschnüre oder Süßigkeiten, segnet die Gläubigen und setzt dann seinen Weg fort. Unsere 3 kleinen Mädchen stehen fassungslos in der Menge und staunen, was für Gestalten da so durch die Gegend laufen. Und dann kommt die Überraschung. Eben haben sie noch Reis und Eier an Hungrige verteilt und arme Kinder mit Süßigkeiten und Luftballons erfreut.
Und jetzt werden sie selber beschenkt von seltsamen Menschen, die angeblich von Göttern und Geistern besessen sind. Das Wetter ist um diese Jahreszeit immer noch unsicher. Aber weder die von Geistern Besessenen noch die Zuschauer lassen sich von Sonne oder Regen von ihren Aktivitäten vertreiben. Die Prozessionen ziehen sich durch die ganze Innenstadt, von einem zum nächsten der vielen chinesischen Tempel, die es in Phuket gibt. Und überall staunen die Touristen und ehren die Einheimischen, die Pferde der Götter.
In den chinesischen Tempeln geht es ruhiger zu. Dort gibt es viele Veranstaltungen, da aber nur relativ wenig Besucher außer gläubigen Taoisten dort einen Besuch abstatten, gibt es kaum Gedränge. Die Atmosphäre ist ruhig und es herrschen die traditionellen chinesischen Farben Gelb, Gold und Rot vor. Während der ganzen 9 Tage, die das Festival dauert, sind viele der Restaurants in der Innenstadt geschlossen oder sie servieren nur vegetarische Gerichte. Und im Zentrum der Stadt sind ganze Straßenzüge für den Verkehr gesperrt. Dort reiht sich ein kleiner Essensstand an den anderen. Es werden unzählige Gerichte angeboten, aber alle nur auf pflanzlichen Bestandteilen und ohne die sonst bei Thailändern so beliebten scharfen Gewürze. Auf den gesperrten Straßen wälzen sich die Massen. Vor allem an den Abenden drängt sich das Publikum entlang der Essensstände, inspiziert die angebotenen Speisen, probiert hier und da und kauft auch Andenken.
Das Festival ist ein riesiger Spektakel, der durchaus einen Besuch wert ist. Viele exotische Speisen, seltsame Bräuche und stimmungsvolle Bilder lassen einen von dort viele Eindrücke mit nach Hause nehmen und einiges über die asiatische Lebensweise erfahren. Und nicht zuletzt macht es viel Spaß, sich unter die Menschen zu mischen und die angebotenen exotischen Speisen zu probieren. Das Phuket Vegetarian Festival ist mehr als nur einen Besuch wert. Irgendwann am Abend geht es dann müde, aber voller neuer Eindrücke zurück nach Hause. Und man fällt müde ins Bett, um von chinesischen Göttern, Götterpferden, exotischen Speisen und vielem mehr zu träumen.